So, meine lieben Damen und Herren, Freunde von Genshin, sorry für die Verspätung. Ja, ich habe während dem Kochen etwas Bauchschmerzen bekommen, deswegen bin ich erst jetzt da. Bitte nimmt's mir nicht böse, aber es ist etwas sehr unangenehm. Vor allem, ja, vom Ursprungsplan bin ich abgewichen, habe eine schnelle Alternative probiert zu machen, aber eine andere Sache hat halt lang gedauert und dann hatte ich etwas länger Bauchschmerzen, noch ganz leichte habe ich, aber die müssten so gut wie weg sein. Ich wollte euch halt einfach nur ungerne mit so starken Bauchschmerzen jetzt im Stream gegenübertreten. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Jedenfalls, wir gehen wieder durch das Tor des Schicksals und wir schauen uns an, wie es mit dem Event weitergeht. Mir war nur wichtig, dass ihr die Info habt. Ja, ansonsten hoffe ich an jeden, dass er ansonsten die Zeit genossen konnte, für sich selber was zu machen. Falls jemanden, die Leute, die da sind, können es gerne genießen. Die Leute, die nicht dabei sind, können es sehr gerne nachschauen. Und ich habe zumindest mitbekommen von Tamaja Izumi vorher, auch wenn es jetzt fast 3 Stunden wieder her ist, dass Tamaja gut in der USA zumindest angekommen ist. Das heißt, wahrscheinlich geht es morgen dann auf das Schiff, wo Tamaja dann die nächste Zeit sein wird. Ich wollte einfach nur die kleine Info einfach geben. Und anscheinend sind hier wahrscheinlich auch die ganzen Stände, gehe ich mal stark davon aus, die mit dem Event zu tun haben werden, zumindest. Sah das nach dem Symbol danach aus. Wenn ich hier natürlich auch noch mal ein anderes Ulma, ein Symbol hier sehe und so. Also mal gucken, würde ich sagen. Jedenfalls, ich spüre hier mal die Zeit bisschen vor und dann sehen wir dann, wie es dann in der Story jetzt weitergeht. Sicherheitshalber spüre ich mehr als einen Tag, weil ich unsicher bin, wie es da jetzt aussieht. Ja. Und falls es nochmal eine Unterbrechung geben sollte, dann, ja, ihr werdet es dann mitkriegen. It's finally time to meet up with everyone. Paimon even dreamt of making the film last night. If Paimon remembers right, we're meeting at Hotel de Boer. Let's get going. Okay. Wir treffen uns beim Hotel. Sehr gut zu wissen. Das habe ich auch gehofft, dass ich diese Informationen kriege, dass wir uns beim Hotel treffen. Ich habe es zwar schon ein bisschen vermutet, aber hätte ja auch gut nicht sein können. Der Ausschnitt der zweiten Geschichte ist jetzt momentan. Drehbucharbeiten mit Generalbungstools und die Handlung, die von der Kamera aufgezeichnet wird, scheint sich irgendwo außerhalb des Bildes abzuspielen. Okay. Fiktion und Realität innerhalb und außerhalb des Rahmens. Ayaka, Ymira, you're already here. Hi! Good morning. Xavier said yesterday afternoon went well. Ja, Yeah, and how about you, Ayaka? What were you up to yesterday? das frage ich mich gerade auch. Wie habt ihr euren Aufenthalt bisher genossen? After we split up, Ayato went to see Udex Nervilech at the Palais Mermonia. Okay. I was originally thinking of going with him, but he said he could manage it himself. He told me to go see the sights around Fontaine and to enjoy the local culture. Mhm.
So I rode the aqua bus with Yoimiya and visited the opera house on Aranias Island. Okay. Yeah, you wouldn't believe what we saw there. 2 mechanical puppets that were dancing together. You've already seen them, right? Jalopis Begräbnis oder... Jalopis Begräbnis? Yeah, those two. Amazing, aren't they? Kann ich mir vorstellen. We sat and watched for quite a while. It was mesmerizing. Like we could keep watching them forever. Oh, it was the same for us the first time we saw them too. Hm. Afterwards, we went swimming at the beach. Well, diving to be exact. It was the first time I ever breathed underwater. Glaube ich. I held Ayaka's hand and we counted down together. 3, 2, 1, and then splash! We were beneath the waves. Mhm. Kann ich mir irgendwie vorstellen. Okay. Was passiert jetzt? Wir wurden wegteleportiert, zumindest hört es sich danach an. At first, I didn't dare to open my mouth. But once I couldn't hold my breath any longer, I decided to take a big breath in. Turns out the water wasn't as salty as I imagined. It didn't really taste like anything at all. Glaube ich. Before I knew it, I was breathing like normal down there. It was an amazing feeling. Ayaka said I was too nervous and needed to loosen my grip. She got used to everything way faster than I did. Ja, kann ich mir irgendwie bei den beiden gut vorstellen. I knew that the traveler could do it, so I had no doubt we could do it too. That helped me feel at ease as soon as we dove in. Mhm. The underwater world in Fontaine truly is beautiful. I love seeing the Romaritime flowers blossoming underwater, like little candles lighting up the streets at night. Oh, das hört sich immer noch so traumhaft an. Ja. Yeah, and there were so many creatures that we've never seen in Inazuma. Hm. Like those fish that shimmer like a sword blade. Whoosh! Oh, and those big fish that call when they see people. Mhm. Oh, you mean Hunter's Rays and Blubber Beasts. Ja. I just love the name Blubber Beast. Just wait till Pops and the others hear about this. They probably won't believe a word I say. Ja, das Ding ist schon magisch, das stimmt. Ich glaube, ich kann mir so gut vorstellen, wie Ihr erster Eindruck war. Ich war ja auch überwältigt, als ich zum ersten Mal unter Wasser war. Yoimiya was down there for quite a while. It was dark before we finally rode the aqua bus back to the city. I figured she'd want to sleep in today. Mhm. Yeah, even I was worried I wouldn't be able to get up. I still felt like I was drifting in the waves when I went to sleep last night. Mhm. But as soon as I woke up today, I remembered that we'd all be shooting a film together, and I was ready to go. Glaube ich. Speaking of the film, where's everybody else? Gute Frage. My brother and Xavier were speaking to the restaurant owner about using the place as a filming location. They should be here soon. Okay. As for the others, Und die anderen? Ja. We're here. Nice. Please excuse my tardiness. I just finished the Special Patrol's 6-mile morning jog. Mhm. Wait, 6 miles? Ich frage mich, was hier die Maßangaben. 6 Miles, 6 Kilometer vielleicht? I'm so tired.
you all chatting, so I decided to come down. I sure could use some of that endless energy everyone else has. Glaube ich, Verena. Good morning, everyone. Mhm. Morning. Can someone fetch me a cup of coffee? More milk, hold the sugar. Ja, erinnert mich an eine Arbeitskollegin. Sure, I'd be happy to do that for you. Mhm. No, you can't go anywhere. Please, have a seat over here so I can get started on your makeup. The last thing I want is coffee stains on my costumes. Okay. I can get the coffee. It's the perfect job for an assistant. Mhm. So much energy. Seriously, what's her secret? Gut gelaunt, lebensfroh, es ist Ayaka. Was willst du erwarten? Yoimiya, das frage ich mich auch. Oh, your mirror's always like that. But you sure look exhausted, Farina. It's because you're not used to waking up so early, huh? Mhm. Of course not. I spent the whole night reading the novel from cover to cover, marking sections that either need to be omitted or adapted. Wow, Paimon didn't expect you to be so thorough. Das hätte ich mir aber auch von ihr irgendwie erwartet, wenn sie diesen Roman liebt, dass sie daraus die beste Adaption machen möchte. Well, I was the biggest star in all of Fontaine after all. It takes more than just a pretty face to earn a reputation like that. I know how to get serious when the situation calls for it. Mhm. I went all out when I was acting as an Archon, so why wouldn't I do the same for my own life? Ja. Here's your coffee, Director Farina. Oh, thank you. The sound of being called director and the aroma of coffee feels almost as refreshing as hearing the birds chirping in the morning. It seems everyone has managed to arrive on time. Mhm. We've reached an agreement with the restaurant owner. We are free to use the second floor to shoot our film. Okay. Really? That's great! Mhm. He is really looking forward to our film and hopes that providing his restaurant as a filming location will attract more customers. Nice. Well then, Mr. Xavier, I'll leave the rest to you. Mhm. Okay, thanks. Ja. First, I'd like to introduce our new members. Ah, nice. This is our prop manager, Veronique. She'll be in charge of all the film's props and items. Okay. And this is Bono, our lighting technician. He'll be in charge of lighting and illumination to set up each scene's atmosphere. Nice. Wow, sure feels like we have some real professionals joining the crew now. Mhm. First of all, please allow me to first express my sincerest gratitude to everyone in the crew. Mhm. When my investor informed me yesterday that he wouldn't be able to provide the funds, I really thought that this was the nail in the coffin for this film. Mhm. I had no idea that I'd find so many people willing to help me on such short notice. Thank you. Thank you all from the bottom of my heart.
Immer wieder gerne. No need to be so cordial, Mr. Xavier. We're all honored to be a part of this. Your works made a profound impression on me when I saw them back in Inazuma. I am sure that someday, this film will be remembered as a prime example of cultural exchange between Fontaine and Inazuma. Yes, the story is the reason I agreed to join. I can't bear to even imagine what this film would look like without the very best director. Anyway, I would like to make a promise to everyone that as the producer of this film, I'll do whatever I can to ensure that everything goes as smoothly as possible. This is not just my film. It also embodies the thoughts and feelings of every person here, as well as the endless effort we are about to pour into it. So, without further ado, the Two Musketeers will officially begin filming now! The show to the beginning show must go on. You may take it from here, Director Farina. All right, listen up, everyone. Okay. The first scene takes place when the two young musketeers are living at the Baron's home, still unaware of all that is about to happen to them. We'll need props and lighting to set the scene. Our lead actors can go get their makeup done, and extras, please take this time to go over your positions. Whoa. Seems Farina's really kicking things into gear as the director. Ja. Is everyone clear? I don't want anyone traipsing around the set like umbrella finches. All right, cameras will start rolling as soon as the set is ready. Let's make a film that'll make some serious waves in Fontaine. Not the kind of waves that drown people. I mean, the good kind of waves. Seems like she's still a bit traumatized by that. Ja, ich habe den Boss gesehen. Wenn das wirklich das Trauma ist, kann ich es verstehen. Anyway, let's go see if there's anything we can do to help. So, Fiktion und Realität innerhalb, außerhalb des Rahmens. Okay. Hallöchen. I don't need any help here. Why don't you try asking someone else? Wir haben hier und hier. Die können wir nicht reden. So this is what a musket looks like. Ja, die Musketen. Not exactly. Nicht ganz so, okay. Mit drüben noch jemanden? Nee, dann würde ich sagen, können wir euch schon mal? Ayaka has mentioned you to me before. She said that you two were great friends when you were kids. No talking. I'm thinking about how to do your eyeshadow. Ah, yes. To help me really look the part. To achieve a more young and naive look for this scene. Are you saying the wrinkles around my eyes are too deep? You just have too much of a calculating look in your eyes. Okay.
You sure don't mince your words. It seems you really haven't changed much. Quiet. Ruhe. How about here? A little more to the left. You got it. Hey, Yonia, do you need a hand? Mhm. No, I'm fine. You know, doing the lighting is kind of like designing a fireworks show. It's interesting to imagine what kind of atmosphere the lights will create. Mhm. I heard that the Traveler will be operating the camera and Paimon will be the clapper loader, right? Those roles are just perfect for the two of you. Danke, Yomiya. Really? Is that because it'll be easy for Paimon to hold the clapperboard while flying? Ja, theoretisch dachte ich mir das auch, weil du sehr schnell rausfliegen kannst. Well, sure, there's that, but that's not exactly what I meant. Mhm. I just think that after all your journeys together, you two must have developed a super close bond and just naturally know how to work with each other. If I'm not mistaken, the director will want the cameras rolling as soon as the clapperboard goes clack. Genau genommen läuft die Kamera schon vor der Klappe. Die Klappe wird in den Nachbearbeitung einfach herausgeschnitten. Das erste. Oh, I see. It's amazing to see the magic behind filmmaking. Yomiya, we need lights over there too. Mhm. Oh, on it! I've got to get back to work. Chat with you later. Oh, it's exciting to see so many people working together to bring the film to life. Mhm. Seems like Yomiya's really getting into it. Mhm. But she was right. We do have a super close bond, don't we? Selbstverständlich. Paimon's really happy to hear that. Mhm. Bereite dich auf den Drehbeginn vor. I don't need any help here. So, this is a real musket? Gute Frage. No, it's just a prop weapon. Mhm. Not bad. Have you seen a real musket before? Gute Frage. Only in books and newspapers. I made this one based on the relative shape and proportions I saw in reference images. Mhm. When we're filming, some special gunpowder will be applied around the muzzle, which will help create the flash and smoke effects of a real gun being fired. Mhm. Which means it'll be up to the actors to portray the recoil. Ja, doch, das stimmt. Das weiß selbst ich, dass sie das so gesehen darstellen müssen, dass es glaubwürdig ist. Genauso wie, wenn ein Schwertschlag so ordentlich ist, dass man zurückweicht. That's right. The sound effects for gunshots will also be added in post-production. Ja, oder man arbeitet schon direkt mit Effect Sounds, dass man das hört. Das gibt's natürlich auch, soweit ich weiß, bei vollen Schusswaffen, je nachdem. Thank you, Veronique. I think I know where to start now. Mhm. However, the musket's gears and firing pin could still use some work. Adding some wear on the metallic components will make them appear more realistic.
Okay. Also, be sure to rub the muskets with some oil each time before we start shooting. That'll give the impression that the firearms have been well maintained. Okay, das ist nützlich. Good point. Mhm. You seem to know a lot, Miss Chevres. I assume you use these types of firearms on a regular basis? Vielleicht. Yes, I perform routine maintenance on my weapons every day. Just like we as people need to eat and sleep, muskets need to be cleaned and maintained. Na, das stimmt. I also perform similar care for my sword every day, and familiarize myself with its shape and weight, to the point where it feels like a natural extension of my body. Okay. Yes, this way, our weapons will never betray us in the heat of battle. Mhm. Yes, well said. It seems we have the same philosophy on this topic. Mhm. Oh, sounds like they found a common interest to talk about. Ja, das stimmt. Though these props differ from the muskets I use, I can still give you some pointers. Okay. Good. I look forward to your instruction. Hi Undertaker, willkommen im Stream. Mhm. First and foremost, never point the weapon at anyone, regardless of whether it's a real or prop weapon, or whether you're holding it or it's on the table. This holds for any time when you're not actively engaging an enemy. Mhm. Okay, understood. Mhm. When aiming the musket, extend your arm so that it's level with your shoulder, and use your eye to look down the weapon's sights. Mhm. Like this? Ungefähr nur ein bisschen gerade. Wie gesagt, du musst es ein bisschen gerade halten und wäre das ungefähr die Armrichtung. Not bad. Now, try saying your lines. Mhm. This is the end of the road for you. Nice. Good. Now turn your body a little. That way, you'll give your enemy less of a target to work with. And relax your shoulders. Here, allow me to demonstrate. Mhm. This is the end of the road for you. Oh, das sieht gut aus. Nice. Huh. Mhm. Excuse me, Miss Chiori. Okay. Director Farina, there's something I wish to discuss with you. Okay. Oh? What is it? Was will er bereden? Like this? Bisschen noch anders, aber ja. Yes, much better. Mhm. What do you think? Was meinst du? I do see your point. But are you sure you wish to do this? Hm. I believe it would be most fitting. Okay. Well, if you insist. All right, I understand. Mhm. Ich bin gespannt. Miss Ayaka, Miss Chevres, could the two of you please come over here? Huh? What's going on? Are we gonna start filming now? Gute Frage. Let's go see. Mhm. What is it? Gute Frage. I have a question for you, Miss Chevres. Would you be willing to play the role of a musketeer? Gleich eine Beförderung. What? To clarify, I would like to turn over my role to Miss Chevres.
Ah, okay. Na, keine schlechte Idee. But, brother... Don't worry, Ayaka. I actually view this as a good thing. Mhm. I was becoming troubled trying to set aside some time to speak to the staff at the Palais Mermonia. I would like to have some conversations about the cultural exchange between our two countries, and I've heard that the bureaucratic process here can get rather complicated. Okay. Now, I will be able to focus on my work. Besides, you also know that I'm not really one for public performances. Ja, kann ich mir vorstellen. Are you really sure? Ich hoffe es auch, dass er sich sicher ist. From a director's point of view, I also felt like the relationship between the two musketeers in the original story could be improved. Okay. The older brother in the story plays the lead role with his overbearing character, but this causes his character to overshadow that of his sister, and the theme of the two supporting and relying on each other isn't conveyed very well. Mhm. But if we were to change the siblings to two sisters of a similar age, then that aspect of the story might come through more clearly. Ja, und, an der Stelle würde ich schon zustimmen. Ich meine, wenn man das vom Roman-Aspekt sieht, aber das dann nicht passt, kann man es ruhig mit was Gleichaltrigen, egal ob es dann in anderen Geschlecht ist oder so, anpassen. Da stimme ich zu. Also, auch wenn man sagen würde, hey, da ändert man was an der Vorlage, wenn es davor keine richtige gab oder das so passender ist, stimme ich davon ganz zu. Also, I've seen you instructing Ayaka. That cold and dignified personality is exactly what we need for the older musketeer. Ja. Ja, würde ich auch sagen. Of course, even with all these insights, the decision should still be made by Miss Chevres. Warum nicht? Chevres mentioned that she really likes the story, right? Paimon bets that she'll take the role. Hey Jui, nochmal willkommen im Stream. Genießt den Stream und habt viel Spaß. Aber wie, wird Ihre Tätigkeit dennoch professionell? Aber Ihre Tätigkeiten priorisieren müssen. All right, I'll take the role. Okay. Good. It's decided then. I'll get started on making edits to the script. Mhm. We'll also need to make some immediate adjustments to the lighting, props, and costumes. Mhm. I have a feeling that our adaptation will be even better than the original story. Okay, das hört sich doch mal gut an. You're doing a great favor for me, Miss Chevres. You have my gratitude. Mhm. Don't mention it. I like this character, so if anything, I should be the one thanking you. Okay. Well, since my brother is the one who brought up the idea, I suppose there's no need to worry. Mhm. Let's go, Miss Chevres. I look forward to working with you. Kann ich mir vorstellen. Please, just call me Chevres.
Ich hoffe, wir sehen sie auch noch mal wieder dann Seems like außerhalb you're des... really going out of your way to solve the problem I was having with your makeup. Hm? Surely you jest, Chiori. I assure you that I was mostly motivated by a desire to spend more time on formal business. Glaube ich. Oh, come on. You really think I'd buy that? According to what I've heard from Ayaka, her brother is someone who can juggle 10 different matters at the same time. I'm sure you have other reasons for backing out. Ja, komm, das glaube ich dir aber auch. So wie ich es mitbekommen habe, kriegst du wirklich sehr viele Sachen unter einen Hut. Also irgendwas stimmt da auch wirklich nicht. Perhaps. Ayaka always said she wanted to go out and see more of the world, just like the traveler. Ah. But I feel that she needs not only to see other nations, but also to make some different kinds of friends. I think it would be harder for her to make new connections with me constantly by her side. I would like to give her some space. Das ist aber lieb. Alright, go on. Spoil her some more. Okay. Ayato, it's too bad you're stepping down from the role. Paimon really wanted to see you act as a musketeer. Das ist deine... Ist es... das ist deine... das ist die Gerechtigkeit? Strafe? Das ist die verdiente Strafe? Ich blick das gerade nicht. Nehme ich mal das erste. No need to poke fun at me. I'd wager that you also felt that I wasn't the best candidate for the role. It's a little hard for Paimon to imagine you saying those lines. Wirst du jetzt wirklich zurück an die Arbeit gehen? Yes, I've made an appointment to meet some people from the Palais Mermonia. Now, I will have some more time to prepare. Mhm. Traveler, get the camera ready. Paimon, get the clapperboard. Actors, to your positions. We're about to start shooting the first scene. Mhm. Go on now. And please take good care of Ayaka. Na klar. Yep, don't worry. Du kannst dich auf uns verlassen. Thank you. I look forward to seeing the film when it's finished. Mhm. All right. Now that we're all here, let me help set the scene for everyone. Okay. The first scene takes place when our two main characters are still living at the Baron's estate. They've been ostracized and verbally abused by others in the household, but they still have no idea why. We want to capture how naive and innocent they are, despite their pain. Mhm. Chevres will be playing the role of the older sister, Tulip, and Ayaka will be the younger sister, Iris. Be sure to get close-ups of the main characters at the right moment. Ja. Silence on the set! Lights, camera, Action! Let's go! Tulip, Mother's been out for quite a while now. Perhaps she went to pick some flowers on the way home.
You know how she loves flowers. Iris, to leap! I'm home! Moment, hereinzoomen, um die Mutter eine Großaufnahme zu machen. Herauszoomen, um die Panorama zu erhalten. Mutter. Mother! You were out for so long, we were beginning to worry about you. Mhm. I'm sorry, but I'm back now, safe and sound. Here, I brought your favorite treat. Apple turnovers. Die Leute, mit denen ich gespielt habe, sind aufgegangen. Ah, verstehe. Trotzdem, dass du da bist. Vielen Dank. Mother, what are those bruises on your hand? Was hast du noch, die Mutter? Huh? What bruises? Oh, I must have bumped into something while I was working yesterday. Mhm. But I didn't notice them this morning. Then perhaps they're from when I accidentally tripped when I was out just now. Mhm. By the way, did you have fun playing at home? What's the matter, Iris? Well, we've realized that no one really wants to play with us. Mhm. They even took Iris's doll and spat at us. Oh je. And they even called us names. They said we were... Shh. It's all right. Don't worry. Girls, listen to me. It doesn't matter what anyone says. Don't listen to them. No one can define you with such words. Mhm. You both have wonderful lives ahead of you. Just like your names. You will both blossom like beautiful flowers. Maybe your time to blossom hasn't quite come yet, but one day, you two will bloom more beautifully than anything else. Don't let the soil you're in now ruin your future beauty. Understand? My dear daughters. And cut! Schnitt. Not bad. The actor's emotions were all on point. Let's keep that take. Okay. Also, if our clapper loader could avoid shouting at the start of the scene next time. Auf das Rufen bezeichnen kann. Okay. Oh, got it. Great. I was a little worried that my nerves would get the better of me. What about you, Chevros? Mhm. I felt fine. The lines weren't too difficult at all. Seems like Farina must have adapted the role nicely. Mhm. You two were great. I couldn't tell it was your first time acting in a film. You should have more confidence. Mhm. Thank you for your encouragement. Denke ich mir auch. Positions, everyone! We'll move on to the next scene after we try a few more camera angles. Mhm.
Die Vorbereitungen gehen zügig voran, als wird Darsteller zufrieden geändert. This scene is when our two characters return home, only to discover their mother has been murdered. Ready? Lights! Camera! Action! Ich will kurz den Text haben, bevor ich da weitermache. Die Vorbereitungen gehen zügig voran und sobald Furina einige Details zu ihrer Zufriedenheit geändert hat, beginnst du mit dem Dreh der zweiten Szene. Mother, we're back! Mother? What's wrong, Tulip? Iris, stay away! Huh? Why? What's... Mother! Mother... She's... There's poison in this cup. Huh? I could have sworn I've seen this kind of cup before. Those aristocrats. They didn't even try to cover up their actions. Iris, we need to leave this place. Leave? But now that Mother is gone, where can we even go? Anywhere. All I know is that we can't stay in this house. But are we just going to let them get away with this? We'll have our revenge, I promise you. Just not right now. Come on, let's go. No, wait. We can't just leave Mother here like this. At least let me leave this rose with her. That's why we went out in the first place. To buy her this flower. All right. Goodbye, Mother. We'll avenge you. Someday. And cut! Wow, richtig gut. Beautiful! Great performance! Hm. Oh my, you're so amazing, Ayaka! And were those real tears I saw? How did you do it? Wow, ja. Ich dachte es auch gerade, wow. I was surprised too. Hm. Thank you for the kind compliments. Actually, as soon as Director Farina said action, I told myself not to think about anything. I just felt the weight of the moment and became the character. Mm-hmm. It's quite similar to practicing the art of the sword. You clear your mind and focus only on what's happening in front of you. Ja. Ayaka's performance was amazing. Have I discovered an acting prodigy? Mhm. Pipe down, everyone! We need to move on to the next scene! Jawohl!
ganzer Tag nach Dreharbeiten außerhalb des Sets. Huh? Are we done already? But Paimon wants to keep playing with the clapperboard. Ach, liebe Palmer. Den ganzen Tag mit den Dreharbeiten am Set geht es rasch vorüber. How do you feel, Traveler? Is your arm sore from holding the camera all day? Aber es hat eine Menge Spaß gemacht. Good work, you two. Vielen Dank. You too, Shivers. You were quite the actress today. I've read this novel many times before. I have a good grasp of my character's mindset. Anyway, do you remember my request from yesterday? Ja. Oh, right! We were having so much fun that Paimon nearly forgot! You have a case where the murders seem really similar to the cases in the novel, right? So, how are they similar exactly? Gute Frage. In the story, the main characters grow up to become two musketeers, always using their guns to carry out their revenge. And on each of the victims, they'd place a rainbow rose as a signal that they've returned. Doch in dem Fall gab es eine Rainbow Rose. Yes, that's correct. We found rainbow roses just like in the novel. Seems like you're connecting the dots now. Oh, that does sound pretty concerning. Ja. Especially after seeing the script today. Oh, now Paimon can't stop wondering what kind of ulterior motive the murderer might have. Das stimmt. What do you think, Traveler? You're smart. Paimon wants to hear your thoughts. Ich denke, dass wir an einem Fall mitarbeiten können. Good. On behalf of Fontaine's Special Security and Surveillance Patrol, thank you for your dedication to justice. Bitte. There's no time to lose. We should start investigating right away. Follow me. Jawohl. Huh? Right now? Well, we just got done filming all day. Paimon's so tired. Ja, dann geh du schon mal ins Hotel zurück. The most valuable intel always comes after nightfall. They are like small, remote islands in the middle of the sea. If you don't stay vigilant, you will pass right by them in the fog. That's how one of my favorite books always puts it, at least. Großartige Idee. Mann, ich würde mich freuen, wenn sie auf jeden Fall noch mal Let's start by vorkommen checking würde. out some workshops that sell mechanical components. If the culprit is making their own weapons, it's very likely that they'll visit those sort of places. Mein Plan wäre gewesen, wenn es klappt, 2 Stream-Projekte zumindest rumzukriegen, sofern ich das hinkriegen sollte. So wäre es zumindest mal mein Plan gewesen. Wenn das klappt, vorausgesetzt. Wenn das nicht klappt, dann versuche ich zumindest Projekte einigermaßen so weit wie möglich voranzukriegen.
wenn wichtige Events bei Spielen sind, diese dann wahrzunehmen. Also sprich, Spiele in Richtung Ende zu locken. So wäre mein Plan zumindest gewesen. Sei es Genshin, die Story vielleicht vorantreiben, Sekiro so weit wie möglich vorantreiben, vielleicht die Final Streams in Dingen angehen, wo ich halt nur Akuma fragen würde, wie er Lust hat. Zum Beispiel in Titanfall. Halt, dass es ein bisschen vorangeht und vielleicht Streams rumgehen. Aber natürlich an den Stream-Zeiten festhalten, die ich auch habe. Und das wird auch sich nicht ändern, selbst wenn ich weiß, dass es eine Special-Ziehung gibt, müsste man sie je nachdem halt um einen Tag dann vorverlegen, es sei denn, es einigt sich dann mit den Streamplan dann halt. Und dass halt ausnahmsweise auch Streams bisschen vorangebracht werden, selbst wenn die momentan eigentlich nicht die Priorität haben sollten nach der Abstimmung, aber dennoch dass diese halt auch vorangehen, dass vielleicht ein neues Projekt, bis Tama wieder da ist, gestartet werden kann. Sofern es klappt. Oder zumindest Platz für neue Sachen da ist. Hallöchen. Inhaber der Livre. Hallöchen. Welcome to LeChaux's Clockwork Workshop. How can I help you? Hello. I'd like to know if anyone has purchased some special components lately. Special components? Sorry, could you be more specific? Ja, das wäre vielleicht hilfreich. I mean the kind of components that aren't typically used for clockwork toys, but for firearms. Huh? For firearms? No, we don't sell those sort of things here. Okay. Don't misunderstand. I'm not here to cause any trouble. We are merely investigating a case, and we're hoping that you could cooperate. Ja, das stimmt. Well, to be completely honest, I'm not even sure what kind of components that would entail. Ja, und jedenfalls... Es kann aber auch sein, dass ich dann noch mal am Wochenende weg bin, aber der Fokus würde natürlich auf Weiterführen von Projekten und Abschließen natürlich gehen. Vor allem, da ich mir vorgenommen habe, mal etwas größere Projekte in Angriff zu nehmen, das, wenn der Vorteil ist, wenn die so weit fortgeschritten sind oder abgeschlossen sind, dass man ein paar Sachen gut besser machen kann, wie zum Beispiel wieder die intensive Arbeit an einem Monster Hunter. Wo ich mich freuen würde auf eure Unterstützung dann dort. Has anyone ever purchased components here as an individual rather than on behalf of an organization? We have a lot of customers who buy toys, but those who buy components are all regular customers who buy in bulk on behalf of their organization. Okay. Is that so? I understand. Thank you for your cooperation. Ja, danke. You're welcome. It's the least I can do. Und wie gesagt, ich hoffe bei ihr halt wirklich, dass sie nicht nur ein Event-Charakter bleibt. Das wäre ein bisschen schade.
Okay, wir sind in der Nähe von ihrem Haus und da haben wir ja den kleinen Werbefilm gemacht. Hallöchen. Oh, hey, Chevres. Run out of oil for your musket again? Hello, Estelle. I want to know if anyone has come to your shop recently to order some firearm components. Mhm. Oh, is this another case? Let me think. I don't think so. Some people have requested that I make some prop guns for the Fontanalia Film Festival, but I refused all of those requests. Okay, Oh, why's that? gute Frage. Because there's no profit! I only make things here that can do some real heavy lifting. I don't have the energy to make some new molds just for the festival. Verstehe und Hallöchen Mario, danke, dass du nochmal da bist. Ich spiele im Übrigen auch nur so lange wahrscheinlich, wie das Kapitel geht. Es sei denn, ich mach noch mein Minispiel von den ganzen mit. Das könnte höchstens noch sein. Then, has anybody come specifically looking for mechanical components? Well, I usually sell off my scrap to the Fleuve Cendre. I don't typically give them to one specific person. Mhm. I understand. Thanks for your cooperation. Ja, danke. Don't mention it. Always happy to have the Musketeers' patronage. Seems like we haven't found any leads to go off yet. Mhm. Yeah, unfortunately. All right, let's head to Fleuve Cendre next. Ja. Huh? Are you sure? People might not be so thrilled to see the captain of the special patrol there. Das könnte gut sein. You think so, huh? Then I guess you don't know. Nicht. Mhm. Huh? No what? Ja, das wissen wir nicht. That I grew up in Fleuve Cendre. Okay. Ah. Ich sehe also ab in den Untergrund. Ja, da haben wir auch noch eine Questline. Wehe, das blockiert jetzt. Ich habe keinen Bock auf diese Questline. Bitte, ich flehe dich an, Spiel. Tu mir diesen Schrecken jetzt nicht an, dass du mich nicht hier unten sein lässt. Okay. Ermittle. Okay. Beobachten. What's all this? Some broken planks and barrels, as well as some liquor bottles? Ja, sehr viele Schnapsflaschen. Könnten auch Weinflaschen sein. Yes, but have a closer look, Paimon. Mhm. Even though somebody has purposefully tried to clean them up, these are obviously marks from musket bullets. Ja, das sind auf jeden Fall Anschlusslöcher, das stimmt. Musketen weiß ich ja nicht. Speziell aber von der Streukraft einer Muskete würde ich schon sagen. Vor allem in Blattbomben benutzt man ja auch eine Muskete an sich als Jägerpistole. In other words, someone was here trying to improve their shot. They were using the barrels and bottles for target practice. Ja, Could it have been the killer? das könnte sein. Your guess is as good as mine. Although many people at Fleuve Cendre own guns, few hide the fact from others. And even fewer would go to such lengths to hide markings from practice shots. Mhm. Anyway, let's go. There might be more to this.
Ja, das stimme ich zu. Beobachten. Mehrere zerbrochenen Flaschen und Schnapsgläser. Von einer Mache anscheinend von einer Kugel durchlöchert wurden. To outrun the law, you need to know how it works. Ah, doch, da oben. Da ist jemand und... Hat er da oben vielleicht? Dun, dun, dun. Ah, perfekt. Hallöchen wird. It's been a while, Tetro. Please, just get on with your request. I want to know if you've heard anybody talking about muskets lately. Information isn't free, you know. I've heard that bandits have been extremely active in the countryside recently, and they've been affecting the delivery of goods to Poisson. I can allocate some more manpower to help out with that problem. What do you say? You're still as helpful as ever. One of our men got drunk at dinner about a month ago and lost his gun. 3 days later, it turned up in the corner here. Okay. What's weird about that? He just forgot where he put it, right? This is Fleuve Cendre, my friend. Anything of value left in the tavern won't ever make it to the next day. Ja, das kann ich mir bei solchen Orten vorstellen. But that gun turned out to be an exception. It didn't get any new wear and tear on it, and didn't even appear to have been fired. We were quite mystified as to what could have happened. Okay. I suspect it came back because the weapon was already known to the guards. Könnte sein. You mean a criminal was afraid the Marechaussee Phantom would use the shot marks to track them down? Maybe. But if that's the case, the culprit really took great care to avoid getting caught. Das könnte gut sein. I didn't say anything about a criminal. In Fleuve Cendre, knowing who was killed is as easy as knowing what clothes you're wearing today. It's the guy living in the east side, isn't it? I've never liked him. Every time he's here, he just orders a drink and sits there with a nasty look in his eyes. Okay. So, who was the one who lost the gun in the first place? Don't bother. Even if you ask, he wouldn't admit to owning a gun to some strangers. Not to mention the captain of the Special Security and Surveillance Patrol. He's right. Ja, das stimmt.
I know you grew up here, Chevros. Even though you're on good terms with the Spina, you've still been gone too long. Not many people know you here now, and a lot of people don't like the Special Patrol. I know. Ich weiß. So take my advice and don't show your face too much around here. It's for your own safety. I'll come and go as I please, and I'm afraid I'll be appearing more often due to my work. Okay. All right. Don't say I didn't warn you. Ja, das stimmt. Ja. Und ich dachte, man kann vielleicht was kaufen. Okay, jetzt muss ich nur noch nach oben. Ah, da bin ich sogar schon richtig. Hallöchen, was machst du hier? Und Hallöchen. Emerald. Ja. Hello, I'd like to ask some questions. I don't know anything. Okay. Don't worry, I'm not here to arrest anybody. You say that now. It's the truth. Here, take this as my guarantee. Wait, did Paimon just see what she thinks she saw? Is the captain of the Special Patrol bribing a citizen? Psst. Schweige und niemand wird es je erfahren. Übrigens nennt man das Informationsakquise. Na gut, ich wusste, dass es einen speziellen Begriff hatte, aber ja. Schweige und es wird es je erfahren. Seems you're different from the other guards. Sorry, aber es wird eine kurze Unterbrechung geben. Ich bin gleich wieder da, Entschuldigung. Das ist jetzt gerade nicht mit Absicht. Kurz Moment.
So, bin wieder da, Entschuldigung. Ja, es ist so schön. Manchmal ruft einen auch die Natur zu sich. Ja. Es scheint, du bist anders als die anderen Gendarmen. What do you want to know? Have you heard anything related to muskets in Fleuve Cendre lately? Anything at all? Muskets, huh? All I know is that about 2 weeks ago, we started hearing some loud noises at night. So loud that it's been waking me up. Kann ich mir vorstellen. Were they gunshots? Possibly. It's hard to tell around here. Someone's house collapsing, a pipe exploding somewhere. It's all the same. But the noises I'm talking about definitely happened after I fell asleep. Okay. Do you know where the noises were coming from? Die Geräusche kamen? Gute Frage. I don't remember clearly. Is it that you don't remember, or that you need to think about it some more? You tell me. Sie will mehr. Then please, think about it some more. She's giving her even more Mora. Vielleicht verteilt sie ja Gummibärchen. Fruchtgummi. The noises came from the end of the southern waterway. I came out and had a look for myself and I wasn't sleeping well, but I didn't dare get too close. That's all I know. All right, I'll take your word for it. Thanks for the pâte de fruits. Sowas machen auch manchmal Polizisten, um Informationen zu kriegen, Agenten und so weiter. No need to be surprised. I grew up here, remember? I know how to get people around here to talk. Ich möchte auch etwas Fruchtgummi. My apologies. I'm all out of sweets. Though I do have some other tempting snacks in my custody. Fries, fried chicken, and even onion rings. Paimons Augen. Ich sehe schon ihren Hunger. But taking care of junk food is my responsibility. You're better off sticking to your normal, nutritious diet. Das war geil, wie sie es herbekommen hat gerade. Now then, let's keep going. Ja. Mann, wie die geschockt waren. Das ist That's Gold. all we'll be able to uncover for today. Paimon feels like we managed to learn a lot more here than up on the surface. Ja. Yes. Assuming that everything we found is indeed connected to our suspect, then their timeline was probably something like this. Ja, das könnte gut sein. A month ago, our suspect found a gun and took it home to disassemble it. Once he'd figured out its mechanics, he brought it back. Könnte gut sein. In the following weeks, he used some parts to create his own makeshift musket and took it to the Fleuve Cendre for target practice. Then, a few days ago, he found his target and carried out the murder. Once the deed was done,
He left a rainbow rose on the body, just like the scene in the novel. That all makes sense to Paimon, but we're still no closer to figuring out the killer's identity. Über den Gestorbenen? The deceased was a resident of Fleuve Cendra. It's said that he was a poor, solitary man. War jedoch ein Adliger. Yeah, that's also something I'm trying to figure out. If we are indeed following the novel, and there's a story behind the murder, then this murder should be an act of vengeance. But according to our investigation, the deceased didn't have any enemies. Okay. He was no saint, but no one's heard of a rival who hated him enough to shoot him dead. Much less care to leave a rose on his body. Von der Rose. Okay. What message is the killer trying to convey? And to whom exactly? Könnte es der Romanautor sein? We've thoroughly investigated that possibility. He claims to have spent the whole day at the Opera House on the day of the murder, and the staff there have confirmed his account. Aussage. Okay, so he has an alibi. Not only that, he lacks a credible motive as well. He has a family of his own, and both of his parents are still alive. I've looked into his records. He was adopted at the age of 6, and all the proper procedures were followed. There are also records of him at an orphanage before then. In the story, the mother of the 2 musketeers was murdered after the children turned 10. Of course, he could have changed the children's ages, but I don't want to assume anything without evidence. Ja, verstehe. More importantly, I've also had a chat with him in person. He didn't seem like the kind of person who would pull the trigger to kill a man. Then, what should we do now? We have all this new information, but it doesn't help us move forward. Momentan noch nicht, ja. Investigations take time. I didn't expect us to catch the culprit in just a single day. How about this? Let's spend the next few days filming with the crew. We can continue the investigation once we're done with the film. I'm sure that given time, new leads will present themselves. Ja, das stimmt. Bestimmt. Wait, but weren't you saying Intel is like small, remote islands in the middle of the sea just a moment ago? Wouldn't you just miss them if you were to stop looking? Ah, but the book had more than one reference to the islands, Paimon. Oh? What else did it say then? As long as you spend enough time sailing through the fog, you'll eventually come across an island. Okay, und damit haben wir das schon abgeschlossen. Nice. Okay, das ging doch schneller, als ich erwartet habe. Dann würde ich sogar sagen, wenn wir dabei sind... Okay, eine einsame Insel betrachtet durch den Nebel. Eine einsame Insel taucht still aus der dunklen Nebel der Nacht. Doch wohin soll sie euch führen? Wir gehen in eines der Minispiele noch zum Schluss rein. Und damit ist, denke ich, glaube ich, der beste Abschluss für den Part. Wenn ich morgen früh wach genug bin und früh genug wach
sein sollte, können wir dann früher, vielleicht nochmal, bevor ich abgeholt werde, nochmal einen Part machen. Oder ich gehe in einen anderen Spiel rein, wenn ich bis dahin wach sein sollte. Das werde ich dann überlegen und morgen Abend geht es intensiver auf jeden Fall weiter. Oder zumindest, wenn ich zurück bin. Dann Attraktionen. Die Frage ist nur, auf was hättet ihr Lust? Was direkt mit den Musketen zu tun hat, zum Beispiel aus 1000 Schritten in Schwarze, Aufzeichnung des Phantomlichts und der verzauberten Tricks, Rennen extrem oder Eintauchen in den Rahmen. Woran hättet ihr Interesse gerade? Und wenn ich gerade dran denke, mache ich das sogar kurz so. So, dann habe ich für euch mal hier eine Umfrage gestellt an die Leute. Solange würde ich wahrscheinlich kurz das Probespiel einfach machen. Und ihr könnt euch dann aussuchen, in welches der Minispiele wir noch zum Schluss reingehen. Ich beginne hier im Übrigen einfach mit den unrelevantesten Charakteren erstmal nach oben. Also das spricht Rosario, und nehme auch gleichzeitig dann auch die anderen Sachen dann einfach dann mit. Also Gelübde einer triebenen Gold. Da spielt man hier wieder, kennt das. Gehen wir so lange hier rein. So. Candice kennen wir an sich. Sie hat ihren Schild, die gleichzeitig Wasseraufladungen machen kann. Sie kämpft an sich mit einer Wasserlanze so. Und mit ihrer Ulti kann sie ein Wasserfeld machen. Adventure time. Everybody stand.
Adventure time. Huh? Get out of here! I'm going in! Nice and spicy. Absorption test. Enhanced animal model. Hear my prayer. Yield. Nice, haben wir abgeschossen. Sehr schön. Und interessant, wie das Ergebnis momentan aussieht. Tausend Schritte ins Schwarze ist bisher der Gewinner. Aber ich würde sagen, wir nehmen zumindest noch die anderen beiden Charaktere kurz noch mit. Und die letzten beiden können wir auch mit dem anderen Stream mal mitnehmen. Dann würde ich sagen, kommt harmlos und süß. Zyklus, let's do this. Solange gebe ich den Leuten noch weiter die Option, da abzustimmen. Ja, ein Zyklus kann an sich die Statuseffekte an sich sehr nützlich übertragen. By royal decree. Back off. Stand clear. Let me weave you a verse. Swirl. Mark 2. To ashes! Your fate. Absorption test. Ring cutter. Enhanced animal mark. Power that ended hot shot. Witness the power of good one. Eyes on me! Swirl, Mark 2. Ja, ein paar Sachen haben dennoch einigermaßen geklappt. Sehr schön. Nee, ich hoffe, das ist für euch in Ordnung, weil ich mir halt dachte, so kann man ja auch die Community dann noch ein bisschen mit einbauen. Einfach. So, und noch Rosaria, die Ein-Mann-Armee kommt noch als nächstes. Aber das Bild ist so cool. Auch wenn das eine keine Muskete, sondern mehr wie ein Gewehr aussieht. Und ich wünschte mir, die Gewehre würden halt auch so aussehen. Ja, Rosaria. Oh, dieses Mal nicht komplett. Ich weiß halt nur, dass sie mit einer Fähigkeit auf jeden Fall Crit gut erhöhen kann. Let's light it up! Swift and merciful. Out of the frying pan. It's yeah. Ha. Yeah. Everybody stand back! Submit for judgment. Eat this.
best you can. Forth, my blade. I'm going in. Submit for You're toast. You can't run. Und damit ist es auch abgeschlossen. Sehr schön. Okay, dann gehen wir gleich in Attraktion 1 rein. Da bin ich sehr gespannt, wie das Minispiel dann sein wird. So. Da ist der Auftrag. Okay, Einfahrt eines Aquabusses. Peter Lumine scheint ganz besondere Ansichten zum Film zu haben. Okay. Gut, dann teleportieren wir uns mal dahin. Und dann mal gucken, was wir an Informationen rauskriegen. Ach, das ist ein kleiner Junge. Hi. Peter Lumine. Ein wunderbarer Tag, nicht wahr? So berühmt wie ihr beide seid, muss euch doch ständig jemand seinen Namenskärtchen zustecken. Du kennst uns? Oh. Luminous, dieses Kind redet wirklich wie ein Erwachsener. Es ist eine gängige Irrtum, oberflächliche Leute anders Grund ihrer Jugend zu unterschätzen. Haltet euch nicht für so ich halte euch nicht so für oberflächlich. Ich möchte mich ja nicht aufspielen, aber mein älterer Bruder und ich sind wohlbekannte Filmregisseure in dieser Gegend. Die Leute nennen mich gewöhnlich Herr Pelit Lumine. Schön, dich kennenzulernen. Ganz richtig. Ich bin sehr an eurer Abenteuererfahrung interessiert. In unserer Branche sind wir ganz wild auf außergewöhnliche Geschichten. Da ihr mich noch nicht kennt, möchte ich mich zunächst einmal vorstellen. Mein älterer Bruder und ich drehen schon lange Filme. Wir haben auch schon einige relevant bekannte Filme gemacht. Vielleicht habt ihr ja Arbeit verlassen im Werk gesehen? Nö. Oh na, ach, macht nichts. Und was ist mit Einfahrt eines Aquabusses? Auch nicht. So ist das also. Ist ja auch kein Wunder. Ich und mein Bruder haben als Filmemacher noch einen langen Weg zu gehen, aber wir werden in Zukunft viel berühmte Filme drehen. Die Produktion eines Filmes von Manuskript über Zusammenarbeit von Darstellern, Kameraführung und Recherche ist bis hin zu feinen Schnittfilmen ist recht faszinierender Prozess. Der eigentliche Dreh ist dabei
der Teil mit den meisten technischen Aspekten. Die Wahl der Perspektive entscheidet darüber, welche Informationen der Zuschauer erhält und was für eine Stimmung in ihm erzeugt wird. Die Texte sind zwar auch wichtig, aber sie reichen nicht aus, um eine Geschichte aufzubauen. 4 Klappen. Ich war schon immer der Meinung davon, 4 Klappen für die kleinste erzählerische Einheit ausreichen. Innerhalb dieser 4 Klappen kann ein Genie ein Wunder erschaffen. Möchtet ihr es einmal versuchen, Eingriff dieser Gelegenheit, um die Faszination des Films zu erleben? Was sollen wir denn machen? Ganz einfach, ich habe ein paar kurze Szenen für euch parat, die als Hintergrund dienen. Es geht darum, mit verschiedensten Kamerapositionen und Erzählungen zu experimentieren und einen Kurzfilm zu erhalten. Seid ihr interessiert? Hört sich interessant an. Großartig. Wenn ihr soweit seid, könnt ihr einfach zum Drehort gehen, den ich für die Aufnahmeprobe ausgesucht habe. Ich werde euch dann eine Rückmeldung zum fertigen Film geben. Okay. Oh, dann... Ach, das war wirklich die Rahmenaufgabe und nicht das obere. Ups, ich bin versehentlich zum Rahmen gegangen. Und, okay, dann ist schon mal der Dialog zumindest aktiviert. Okay. Ah, und das Ganze wird dann als Kamera dargestellt. Interessant. Filmvergnügen. Okay, dann aber richtig. Ich wollte hier hin. Minimale Streuung. Während der Fontainebleau hast du und Palmon eine besondere Gen-Armee getroffen, die derzeit scheinbar nach Gästen sucht, die an einer Veranstaltung teilnehmen wollen. Lol. Okay, anscheinend geht schon wieder los, wie ich es mitbekommen habe. Tunina. Hallöchen. Tunina. Ein neues Mitglied der Sonderpatrouille für Sicherheit und Überwachung. In Reihe und Lied Musketen anlegen, rasch ziehen, präzise feuern, den Feind in Schach halten. Willkommen zur Spezialaktion der Sonderpatrouille für Sicherheit und Überwachung. Hier könnt ihr die Erfahrungen als Musketenschützen genießen. Musketen? Wir sind nicht ganz vertraut mit dem, was du da sagst. Aber schaut dir den Stand der Gendarmerie an. Könnte diese Aktion, von der Sie da sprechen, mit der Fontainebleau zu tun haben? Oh, die sind die Türmer Führungsklasse Kämpfer. Seid ihr endlich aufgetaucht? Wenn ihr die Werbetrommel rührt, erreiche ich meinen Zielauftrag ganz bestimmt. Von wem sprichst du? Diese
Kämpferding sollte das eine seltene Bezeichnung für Luminous und Paimon sein? Ganz richtig. Das ist der Ehrentitel, unter dem ihr beide ein Teil der Genra Miri bekannt seid. Eigentlich habe ich euch schon einmal getroffen. Eine ordinäre Schützin wie ich hinterlässt bei euch natürlich keinen bleibenden Eindruck. Das ist ja auch nicht verwunderlich. Aber wenn das als unsere erste Begegnung zählt, macht das auch nichts. Ich bin Turnina, ein neuestes Mitglied der Sonderpatrouille für Sicherheit und Überwachung, verantwortlich für verschiedenste Nebenaktivitäten in der Patrouille. Die Sonderpatrouille für Sicherheit und Überwachung möchte die Popularität der von Line für die Werbeaktion nutzen, um potenzielle Talente aus der Bevölkerung zu rekrutieren. Also, tada, werft euren Blick bitte auf die Schießsimulator aus 1000 Schritten in Schwarze auf den Tisch da. Dieser Apparat sieht aus wie eine Minimodell vom Hof von Fontaine. Nicht nur der Hof von Fontaine, dieses Geländemodell kann auch andere Landschaften darstellen. Sogar die Wildnis. Natürlich ist dies nicht so spektakulär wie der Hof von Fontaine. Zusammen mit dieser speziellen optischen Vorrichtung und das Forschungsinstitut Fontaine für unsere Entwicklung haben, können wir die Situation simulieren, bei der ein Schütze der Sonderpatrouille für Sicherheit und Überwachung den Feind von einer erhöhten Position ins Visier nimmt. Das klingt als wie ein Spiel, bei dem man das Ziel mit einer Muskete anvisiert und schießt, richtig? Aber Paimon versteht die Bedeutung des Namens nicht wirklich. Was bedeutet auf 1000 Schritten und in Schwarze? Ich habe Namen der Tradition von einem berühmten Zitat von der Truppenführerin Zephyros abgeleitet. Ein Ziel für uns alle. Als exzellenter Musketenschütze muss man in der Lage sein, aus 1000 Schritt Entfernung ins Schwarze zu treffen. Obwohl es bei der gewaltigen erreichten Präzision durch die Massenproduktion der Musketen und der Sehensvermögen unserer Schützen absolut unmöglich ist, auch nur auf 100 Schritte in Schwarze zu treffen, ganz zu schweigen von 1000 Schritten. Aber Truppenführerin Severus schafft es mit ihrer Stärke vielleicht wirklich. Mach mal ein bisschen langsam, Paimon wird von diesem Gerede ganz schwindlig. Du musst diesen technischen Begriff auch nicht so präzise aus. Es reicht doch, wenn das Spiel Spaß macht. Da haben die Zensi-Türme 5. Klasse Kämpfer auch wieder recht. Mache Sachen müssen dich breitwalds lieber einfach ausprobieren. Also, als ich kürzlich auf Patrouille getreten bin, hat mir Truppenführerin Severus das Gleiche eingetrichtert.
Aber egal, bitte nimmt die Sehensvorschriftung, benutzt sie, um die Simulation auf den Tisch, um das Spiel zu starten. Nun wollen wir es versuchen. Paimon ist tatsächlich auch ein bisschen neugierig, wie es sich anfühlt, mit einer Waffe wie einer Muskete auf Ziele zu schießen. Das könnte interessant sein. Ja, da stimme ich zu. Zenit ist schlimmeren 5. Klasse. Kann ich dir noch etwas tun? Ich möchte auf die Runde auf 1000 Schritte ins Schwarze. Ja. Kein Problem. Bei diesem Spiel wird keine echte Munition verwendet und die Ziele müssen auch nicht, nicht bewahrt werden. Du kannst auch ein paar tausend Runden auf einmal spielen und 10.000 Ziele erledigen. Oh, diese Magie. Das sieht nice aus. Das hat schon Charme. Besiege alle Gegner, habe mindestens 10 Schüsse übrig, habe 20. Wäre das Beste, was wir brauchen. Okay. Ich denke mir, die Steuerung finden wir beim Spiel heraus. Und dann noch jemand hat zufällig für die Phantomlicht und Verzaubern gewählt. Okay, speziell besiege alle Gegner. Okay. Und auf 1000 Schritte in Schwarzer verwendest du eine spezielle optische Linse, um Gegner anzuvisieren und auf sie zu schießen. Drücke auf die Zieltaste, um zu zielen. Ziele mit dem Mittelpunkt deiner Linse auf das Ziel und drücke die Schießentaste, um eine Kugel auf das Ziel abzufeuern. Besiege alle Gegner, um die Herausforderung abzuschließen. Einzigartige Szenario, die Munition begrenzen. Besiege alle Gegner, während du dieses Limit anhältst. Die Empfehlung des Schusses kannst du unter Empfindlichkeit kann man einstellen. Horizontale Kamera. Modus für begrenzte Schüsse. Einstelle unter den... Nice. Okay, wir haben einen Schuss schon abgefeuert. Okay, und wir müssen halt einfach aufpassen. Okay. Also einfach nur eine coole Sniper-Mission. Das könnte man auch öfters bringen. Das finde ich cooles Feeling. Als ob eine Kugel... Okay, es gibt manche Gegner, reicht nicht nur eine Kugel. Okay. Das sollte ich mir merken. Am CE gleich wieder. Okay, da hinten.
cool auf jeden Fall. Ja, ich weiß, dass die Gegner da sind. Ah. Ah, okay. Das hätte ich auch so machen können, ja. Okay. Nice. Das macht Spaß. Ein Shooter zu spielen. Interessante Idee. Ah, und hier kann man auch noch Infos rausholen. Unzerstörbar. Eine Vorrichtung, die von den Formen hier eine Transportballon und eine Stunde Schutzhalte, die Herausforderung. Mhm. Also das hat Potenzial. Cool. Moment. Was waren die Vorgaben? Irgendwas mit Schussgenauigkeit habe ich gelesen. Andererseits wäre es halt auch cool, notfalls noch Schusswaffen reinzubringen. Notfallbeschütze, was wertvolle Ziele werden alle Gegner besiegen. Okay. Okay, bestimmt. Oh, okay. Eine empfindliche Schuss kann horizontal und der Variante-Modus zu durchziehen, in dem der Einstellungen unter Steuerung eingestellt werden. Ah, okay, ich sehe schon. Komm. Okay, und man muss hier halt mit Munition dennoch aufpassen mit der begrenzten. Okay, andere Position. Ja. So. Wie gesagt, die Idee finde ich schon mal gut. Bam. Nur noch wenige. Bam. Nice. Ich müsste die Zielvergabe erfüllt haben, die andere. Ja. Coole Idee. Okay, mindestens 10 bis 20 Schüsse wieder übrig haben. Dieses Mal auf Metallwächter. Informationen und Zersperre. Umbrennt Deckung. Brett, der ähnliche gewährt wie ein Schild. Mhm. Es muss einen anderen Weg gefunden werden, um die Gegner hinter denen zu besiegen. Zerstörbar. Okay.
Petrolien, das Pulverfassung, also so fliegende Sachen und das andere. Mhm, okay. Unnütze Tarnung. Spezielle Verteidigung, Problemfall, unnütze Tarnung. Es macht Spaß. Auf jeden Fall ein süßes kleines Minispiel. Ein süßes kleines Minispiel. Und es lohnt sich noch gut mitzunehmen. Ich warte mal, bis die Patrouillen in die Nähe kommen. Nein. Ah. Beziehungsweise muss ich das halt auch noch mit zerstören. Aber es läuft zumindest. Runter. Wache, komm wieder zurück. Nice. Und jetzt die letzte Runde. Weißeisige Herzog. Und das ist dann wieder das eine. Okay. Aber ein cooles Sniper-Minigame. Also das muss ich sagen. Das macht Spaß. Das hat Charme. Aber generell sind sehr viele Minispiele cool. Wo ich sage, wegen mir können sehr viele wieder auftauchen oder großteils einfach eine Minispielsammlung haben. Ah, die tanken mehr. Mist. Ah, du hast es doch noch überlebt. Okay, andere Perspektive.
Ja. Haben wir es noch hinbekommen? Ja, sehr schön. Das war doch was sehr, sehr schön. Cool, dann haben wir nochmal ein Minispiel, noch das Minispiel mitnehmen können. Sehr schön. Das heißt, in der nächsten Folge geht es mit dem nächsten Part bzw. mit dem nächsten Minispiel voran. Und wenn noch genügend Zeit bleibt, kommt dann sogar auch nochmal eine weitere Folge hinterher. Würde ich einfach sagen. Und vermisste Schätze, wenn du mir dazu was sagen kannst, Undertaker, würde ich mich mal freuen, wenn du da Infos hast. Oder zu dem hier. Theaterkarte, ein wunderschöne gestempelte Änderungskarte, die Souvenirs, dass du für die Teilnahme an der verschiedensten Attraktion der Fontainale erhältst. Es heißt, dass für diese Karte ein ganz beziehliche Herstellungsverfahren verwendet wird, wodurch die filmähnlichen Text aufgewiesen, die im im Licht kristallklar erscheinen, wie die für dünne Scheiden eines Juwels. Bei der Attraktion Rosen und Muskeln kannst du mit zahlreichen Belohnungen freischalten und filmisches Vergnügen. Okay. Diese Andenkenmünzen erinnern von der Form her fabrizieren an eine Filmrolle und können während der Fontainale durch aktives Teilnehmen gewonnen werden, obwohl sie sich nicht in speziellen Apparat abspielen lassen, sorgen doch für eine einzigartige Form dafür, dass die Menschen sie betrachten und sie mit Erfahrung und Eindrücken des Festivals assoziieren, um sie mit Freunden zu erfüllen. Kann es als eine Währung gesehen werden? Okay. Doch, das ist sonst einfach cool. Lol, okay, und man braucht 200, um das Schwert dann freizuschalten. Okay. Sieht aber cool aus. Ein Auflade-Zweihänder. Okay, und hier kann man auch Filmrollen benutzen. Das ist halt einfach stempeltechnisch.
Gut, dann würde ich einfach sagen, das passt schon mal sehr gut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, bei dem nächsten Kapitel, wo wir ja schon wissen, die einsame Insel taucht still aus der Nachtnebel, Nacht, doch wohin soll sie euch führen? Das wissen wir ja noch nicht. Jedenfalls ist das unsere nächste Mission. Dann würde ich einfach sagen, vielen Dank an alle, die dabei waren und auch für die Unterstützung. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne, wie gesagt, eine Unterstützung da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wenn ihr es getan habt, vielen Dank. Und mal gucken, und wenn ihr noch kein Abonnent des Kanals seid oder Abonnentin, dann würde ich mich gerne über ein Abo freuen, dass wir vielleicht dieses Jahr die 600 Abos erreichen. Und wie gesagt, wenn alles klappt, kriegt ihr bald wieder Video-Content, als auch gleichzeitig kriegt ihr auch mal dann auch noch nachträglich die angesprochenen Abo-Specials. Ansonsten werde ich sie irgendwie mal in einem Stream mit euch ausgleichen. Ich habe es auf jeden Fall nicht vergessen, das mit euch mal zu machen. Deswegen vielen, vielen Dank an alle, die dabei waren und einen schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute!